Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Ben, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Wichtiges sprechen. Weißt du, was LGBTQIA+ bedeutet? Ja, das weiß ich. LGBTQIA+ ist eine Gruppe von Buchstaben, die für verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten steht. Es bedeutet lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersexuell, asexuell und mehr. Das ist richtig. Ich denke, es ist wichtig, über LGBTQIA+ zu sprechen, weil viele Menschen es nicht verstehen. Ich möchte mehr lernen und Ideen austauschen. Ich stimme zu. Ich denke, dass das Sprechen über LGBTQIA+ uns hilft, uns gegenseitig zu verstehen und zu akzeptieren. Es stärkt unsere Gemeinschaft. Super. Ich habe einige Fragen zu LGBTQIA+. Darf ich dir ein paar stellen? Natürlich, Alice. Ich rede gerne darüber. Was bedeutet das L in LGBTQIA+? Das L steht für lesbisch. Lesben sind Frauen, die andere Frauen lieben. Und was ist mit dem G? Das G steht für schwul. Schwul bedeutet normalerweise Männer, die andere Männer lieben, kann aber auch für jeden gelten, der jemanden des gleichen Geschlechts liebt. Verstehe. Und was bedeutet B? B steht für bisexuell. Bisexuelle Menschen fühlen sich zu sowohl Männern als auch Frauen hingezogen. Das ist interessant. Was ist mit T? T steht für Transgender. Transgender-Personen haben eine Geschlechtsidentität, die sich von dem Geschlecht unterscheidet, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Ich verstehe. Und was bedeutet Q? Q steht für queer. Queer ist ein Begriff, den einige Menschen verwenden, um sich selbst zu beschreiben, wenn sie nicht in die traditionellen Kategorien von Geschlecht oder Sexualität passen. Es wird auch verwendet, um Fragen zu stellen. Ich habe schon von Intersex gehört. Was bedeutet das? Intersex bezieht sich auf Menschen, die mit Körpern geboren werden, die nicht den typischen Definitionen von männlich oder weiblich entsprechen. Das kann Unterschiede in Chromosomen, Hormonen oder Anatomie einschließen. Das ist sehr interessant. Und was ist mit A? A steht für asexuell. Asexuelle Menschen empfinden keine sexuelle Anziehung zu anderen oder nur sehr wenig. Das wusste ich nicht. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass jeder anders ist. Ja, das ist es. Das Plus in LGBTQIA+ bedeutet, dass es viele weitere Identitäten und Orientierungen gibt, die wir respektieren und kennenlernen sollten. Ich stimme zu. Ich möchte mehr über diese Unterschiede lernen, damit ich ein besserer Olli sein kann. Ein Olli ist jemand, der die Menschen in der LGBTQIA+ Gemeinschaft unterstützt und für sie eintritt. Es ist wichtig, freundlich und respektvoll zu sein. Wie können wir gute Allis sein? Wir können damit beginnen, LGBTQIA+ Menschen zuzuhören, über ihre Erfahrungen zu lernen und die richtigen Worte zu verwenden. Wir sollten auch gegen Diskriminierung und Mobbing eintreten. Das ist eine gute Idee. Ich möchte helfen, unsere Gemeinschaft für alle sicher zu machen. Ja, wir alle haben eine Rolle zu spielen. Ich glaube, dass Bildung entscheidend ist. Wenn wir mehr über LGBTQIA+ verstehen, können wir auch anderen helfen, es zu verstehen.
Ich habe einige Schilder in unserer Stadt gesehen, die sagen, Liebe ist Liebe. Was bedeutet das? Liebe ist Liebe bedeutet, dass alle Arten von Liebe gültig sind. Es spielt keine Rolle, ob du jemanden des gleichen Geschlechts oder eines anderen Geschlechts liebst. Liebe ist schön. Mir gefällt diese Botschaft. Sie macht mich glücklich und hoffnungsvoll. Mir auch. Ich denke, es ist wichtig, Liebe und Vielfalt zu feiern. Gibt es in unserer Stadt Veranstaltungen, die LGBTIA+ feiern? Ja, ich habe Plakate für eine Pride-Parade gesehen. Es ist eine Feier von Liebe, Akzeptanz und Gleichheit. Die Menschen tragen bunte Kleidung und zeigen ihre Unterstützung für die LGBTIA+-Gemeinschaft. Das klingt sehr interessant. Ich würde gerne zur Pride-Parade gehen und mehr darüber lernen. Ich würde gerne mit dir hingehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Menschen zu treffen und zu zeigen, dass wir uns kümmern. Ich habe einen Freund, der schwul ist. Er sagt mir manchmal, dass er sich anders fühlt und Herausforderungen hat. Ich möchte ihn unterstützen. Es ist gut, dass du deinem Freund helfen möchtest. Du kannst ihm zuhören, fragen, wie er sich fühlt und ihm zeigen, dass du dich kümmerst. Einfache Worte können einen großen Unterschied machen. Ich versuche, die richtigen Worte zu verwenden, wenn ich über meinen Freund spreche. Ich sage er und sein, weil das seine Identität ist. Ist das richtig? Ja, das ist sehr wichtig. Die richtigen Pronomen zu verwenden, zeigt Respekt. Manche Menschen verwenden sie, wenn sie sich mit er oder sie nicht wohlfühlen. Es ist immer gut zu fragen, was jemand bevorzugt. Ich werde daran denken. Ich möchte respektvoll und freundlich sein. Apropos Freundlichkeit, ich habe einige Menschen gesehen, die LGBTQIA+ nicht verstehen und verletzende Dinge sagen. Das macht mich traurig. Ja, ich habe auch einige negative Kommentare gehört. Es ist wichtig, gegen diese Art von Reden einzutreten. Ich stimme zu. Wir sollten uns äußern, wenn wir etwas Gemeines hören. Wir können sagen, das ist nicht freundlich oder jeder verdient Respekt. Ich möchte mehr über die Geschichte von LGBTQIA+ lernen. Warum ist das wichtig? Über Geschichte zu lernen hilft uns, die Kämpfe und Siege von LGBTQIA+ Menschen zu verstehen. Viele Menschen haben für gleiche Rechte gekämpft und dafür, akzeptiert zu werden, wie sie sind. Kannst du mir ein Beispiel geben? Sicher. Vor vielen Jahren wurde es als falsch angesehen, schwul zu sein, und vielen Menschen wurde das Lieben der Person, die sie wollten, verwehrt. Die Stonewall-Unruhen 1969 waren ein Wendepunkt. Die Menschen protestierten für ihre Rechte und zeigten, dass sie nicht schweigen würden. Das ist sehr mutig. Ich wusste nichts von den Stonewall-Unruhen. Ja, es ist ein wichtiger Teil der Geschichte. Heute haben wir im Juni den Pride-Monat, um diese Ereignisse zu feiern und die LGBTQIA+-Gemeinschaft zu ehren. Ich möchte mehr über den Pride-Monat erfahren. Was tun die Menschen, um zu feiern? Während des Pride-Monats haben viele Städte Paraden, Partys und Veranstaltungen. Die Menschen tragen bunte Kleidung, tanzen und zeigen ihre Unterstützung für Liebe und Akzeptanz. Das klingt nach viel Spaß. Ich möchte mitfeiern. Du solltest. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Menschen zu treffen und mehr über verschiedene Identitäten zu lernen. Ich denke auch, dass Schulen und Familien über LGBTQIA+ aufklären sollten, damit jeder mit Verständnis und Akzeptanz aufwächst. Ich stimme zu. Bildung ist sehr wichtig. Wenn wir über Unterschiede lernen, werden wir freundlicher und aufgeschlossener.
Ich habe einige Bücher und Filme gesehen, die LGBTQIA+ Charaktere zeigen. Sie helfen mir, verschiedene Erfahrungen zu verstehen. Ja, Geschichten sind eine kraftvolle Möglichkeit zu lernen. Sie zeigen uns, dass jeder einzigartig ist und Liebe in vielen Formen kommt. Ich möchte mehr Bücher lesen und Filme über LGBTQIA+ Menschen schauen. Das wird mir helfen zu lernen und ein besserer Olli zu sein. Ich kann dir einige Bücher und Filme empfehlen. Wir können unsere Ideen austauschen und diskutieren, was wir gelernt haben. Das wäre großartig. Ich freue mich immer, neue Dinge zu lernen. Ich bin froh, dass wir über diese wichtigen Themen sprechen können. Es lässt mich glauben, dass unsere Gemeinschaft akzeptierender sein kann. Ich fühle mich genauso. Über LGBTQIA+ zu sprechen hilft uns, uns gegenseitig besser zu verstehen und eine freundlichere Welt aufzubauen. Danke, Ben, dass du heute mit mir gesprochen hast. Ich habe viel über LGBTQIA+ gelernt und warum es wichtig ist, ein Olli zu sein. Danke, Alice, dass du so gute Fragen gestellt hast. Ich habe unser Gespräch genossen. Ich hoffe, dass mehr Menschen über LGBTQIA+ lernen, damit wir alle in einer Welt leben können, in der jeder akzeptiert wird. Ich werde teilen, was ich gelernt habe mit meiner Familie und meinen Freunden. Es ist wichtig, Wissen und Freundlichkeit zu verbreiten. Ja, jede kleine Handlung zählt. Wir können alle dazu beitragen, unsere Gemeinschaft zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hatten. Es gibt mir mehr Vertrauen, meine LGBTQIA+-Freunde zu unterstützen und gegen Diskriminierung zu sprechen. Ich fühle mich genauso. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Lass uns weiter lernen und unsere Ideen teilen. Jedes Gespräch hilft uns zu wachsen. Ich stimme zu. Ich freue mich auf weitere Gespräche wie dieses. Danke, Ben. Bis bald. Danke, Alice. Ich bin froh, dass wir diese Zeit hatten, um zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ben. Pass auf dich auf. Tschüss, Alice. Bis bald. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keines unserer kostenlosen Gesprächsübungen verpasst. Bis zum nächsten Video.